Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Heute machen wir den Vanillepudding. Ich habe es ja euch in den letzten Videos versprochen und da habe ich den Obstkuchen gemacht und wie ihr wisst, habe ich da auf die Tüte zurückgegriffen und das wollen wir heute korrigieren. Deshalb kochen wir heute mal einen Vanillepudding nach. Das geht nämlich viel einfacher und schneller, als ihr denkt. Aber zuerst vielleicht ein paar kleine historische Hintergründe. Wen das nicht interessiert, der spult einfach vor. Ich setze euch eine Zeitmarke. Also die Vanille grundsätzlich ist schon sehr, sehr alt. Und zwar kommt sie aus dem alten Mexiko und wurde damals schon von den Totonaken und später auch von den Azteken genutzt, um die Getränke zu veredeln und zu verbessern. Und im 16. Jahrhundert, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Hernán Cortés Mexiko eroberte, hat er die Vanille mit nach Europa genommen. Der vielleicht von der anderen Seite mal betrachtet, der Pudding, der in dem Wort Vanillepudding steckt, der kommt ursprünglich eigentlich aus England. Und zwar, ich weiß gleich, ich glaube aus dem 17. Jahrhundert. Und damals war Pudding nicht eine Süßspeise, so wie heute, sondern ein herzhaftes Gericht, was aus Wurstspeisen zum Beispiel bestand und gekocht wurde. Und erst später, als der Zucker, moderner wurde, wurde aus dem Wurstpudding, also aus einer herzhaften Speise, tatsächlich eine Süßspeise. Und das dürfte so rund um das 18. Jahrhundert gewesen sein. Und der Pudding, wie ihr ihn heute im Laden kennt, also jedenfalls der aus der Tüte, der wurde 1894 erfunden, und zwar von Dr. Oetker. Mit der Tüte sparte man sich im Prinzip das Zusammenstellen der Zutaten und brauchte ja nur noch Milch und Zucker. Und damit war er auch für die Moderne und auch für die Leute, die nicht so gerne kochen, tatsächlich sehr attraktiv und entwickelte sich zu einer modernen Süßspeise, die wir heute noch so kaufen bzw. essen. Und jetzt gehen wir in die Küche und machen den Vanillepudding nach, und zwar ohne Tüte. Kommt mit! So, kommen wir zu den Zutaten für den Vanillepudding und wie ihr seht, es sind 6 Stück und nicht mehr. Ihr braucht Schlagsahne und Milch. Da könnt ihr euch überlegen, also wenn ihr es nicht so fett haben wollt, nehmt ihr statt 250 Gramm, also einem Becher Schlagsahne, einfach die doppelte Menge Milch, nämlich dann 500. Dann braucht ihr eine Vanilleschote, 3 Eigelb. Und schaut euch mal die Unterschiede an. Links ist das von den eigenen Hühnern, rechts das Bio-Ei und eigentlich sind beide Bio. Nur links, die Hühner kriegen was Grünes zu fressen, weil sie raus dürfen und laufen. Und rechts, die sind halt, ihr wisst, wie es da aussieht. So, dann braucht ihr Speisestärke und Zucker. Das war's. Los geht's. So, als erstes werden wir die Vanilleschote halbieren und auskratzen. Und dann nehmen wir ungefähr 2/3 von der Milch und der Sahne und kochen die auf. Die können wir hier schon in den Topf tun. Und dann nehmen wir einfach Pi Auge. So. 2/3. Ganz grob. Kommt nachher sowieso alles wieder zusammen. Und da kommt die Vanilleschote jetzt rein. Dann darf die aufkochen. Das machen wir auch schon an. Moment. Am besten halbiert ihr die und kratzt die einfach mit dem Messer aus. Und passt auf, dass ihr nicht die ganzen kleinen Samenkörner irgendwo verliert. Die Paste da drin, weil das ist das Gold der Vanille, wie man so schön sagt. Aber die Schote, die wandert natürlich auch mit in den Topf. Weil alles kriegt ihr da nicht rausgekratzt. So, holen wir das maximale Aroma aus der Schote raus. Das war es auch schon. Das darf jetzt aufkochen. Und während das aufkocht, kommen die restlichen Zutaten hier in eine weitere Schüssel. Milch, Sahne, der Zucker. Manche machen auch noch eine kleine Prise Salz dran. Also da sind die Rezepte etwas unterschiedlich. Ich versuche es mal ohne Salz. Essen schon genug Salz. Ich denke, das wird auch so sehr lecker sein. Das verrühren wir. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die Stärke da eingerührt kriegen, ohne dass das klumpt. Mal gucken, wie gut das jetzt klappt, wie ihr seht. Und wenn ihr die Stärke seht, dann wisst ihr auch genau, was in der Packung von Dr. Oetker drin ist. Das ist nämlich genauso eine Konsistenz. Und das rühren wir jetzt erstmal glatt. Ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt, aber das könnt ihr ja mal machen. Wir gucken gleich mal, wie lange es wirklich gedauert hat. Aber das geht super schnell, den Pudding eigentlich selber zu machen.
Deshalb, ich verstehe gar nicht, warum man es... Naja, gut. So, die Vanille kocht jetzt schon. Und jetzt nehme ich das mit rüber und dann kommt das langsam zu der kochenden Milch-Sahne-Mischung dazu. Muss aufgekocht werden. Moment, ich stelle die Kamera um. So, wie ihr seht, die Milch, das kocht alles jetzt. Jetzt muss ich eigentlich die Vanilleschote noch irgendwie da rauskriegen. Das ist jetzt so eine Sache. Mal gucken, Moment. Ohne sich direkt die Finger zu verbrennen. Das könnt ihr theoretisch auch noch mal 2 Minuten ziehen lassen. Das machen wir jetzt, glaube ich, auch. Damit die Vanille etwas mehr Zeit hat, das Aroma abzugeben. Dann machen wir jetzt mal kurz eine 2-minütige Pause. So, weiter geht's. Dann machen wir wieder hier die Platte an. Und die Vanilleschote kommt, ihr seht, jetzt bildet sich so eine Haut. Deshalb müssen wir uns da ein bisschen ranhalten. Die entfernen wir jetzt. Und jetzt fügen wir hier langsam die Stärke, Zucker, Eimischung hinzu und rühren das gut ein. Schön gut durchrühren, damit das nicht klumpt. Und wenn das kocht, lassen wir das, ja, ich würde sagen 1 bis 2 Minuten kochen und dann kommt das auch schon in die Schalen. Und dann sollte das, wenn das kalt wird, sollte das stocken. Naja, wir schauen mal, wie das Ergebnis wird. So, wie ihr seht, der Pudding hat schon angezogen durch die Stärke. Das heißt, der ist jetzt schon so fertig. Und so kommt er jetzt in die Schalen und darf abkühlen. Also ihr seht es gar nicht mehr. Genau, so. Ich sag mal 3 wunderschöne Schalen rein. Ihr müsst ja unbedingt aufpassen, dass der nicht ankocht. Denn, ihr habt das ja gerade nicht ganz so mitbekommen. Ich hatte kurz auf Pause gedrückt. Also wenn der anfängt zu kochen, dann fängt der Pudding sofort an, die Stärke anzuziehen. Und dann seht ihr das hier in diesem Beispiel. Hier ist eine ganz kleine Stelle, wo der unten angefangen hat, schon leicht anzusetzen. Das ging dann so schnell. Also lasst euch da beim Aufkochen Zeit und macht das nicht zu schnell, damit der nicht ansetzt. Das ist ein bisschen wenig eigentlich für 3 Leute. Also ihr könnt auch gerne die doppelte Menge nehmen. Das ist wahrscheinlich besser. Aber okay, ist nicht schlimm. Jetzt. Also, nächster Schritt. Es gibt 2 Möglichkeiten. Die eine Haut mögen, lassen den einfach so. Die nicht so gerne auf dem Pudding stehen, machen hier einfach ein kleines Stück Frischhaltefolie drüber. Und damit bildet sich dann keine Haut oben auf. Ist ein kleiner Trick. Genau. Wir machen mal beides und dann stelle ich euch ein Foto rein. Einmal mit Haut und einmal ohne, wie es aussieht. Und jetzt lassen wir das kalt werden, dann kommt das in den Kühlschrank und dann werden wir das verkosten. So, der Pudding ist jetzt kalt geworden. Mal der Vergleich. Diese beiden Schalen, die waren ohne hier so Frischhaltefolie. Und diese Schale war mit Frischhaltefolie. Und wie ihr seht, hier ist keine Haut drauf. Und hier ist eine ganz leichte Haut drauf. Also je nachdem, wie ihr es mögt, entweder macht ihr eine kleine Folie drauf, dann ist die Haut, bildet sich dann nicht. Oder halt eben, ja, lasst ihr sie frei und esst die Haut einfach mit. Die ist nämlich auch sehr lecker. Gut. Dann werden wir jetzt den Pudding mal probieren. Ich habe jetzt einen genommen mit Haut. Und also von der Konsistenz her ist der super geworden. Richtig puddingmäßig. Der ist jetzt kalt. Man könnte den tatsächlich noch mit ein bisschen weniger Stärke machen. Dann wird er etwas flüssiger. Das muss jeder für sich entscheiden. Probiert das einfach mal aus, wie ihr es am liebsten mögt. Aber ich finde den gar nicht so schlecht so. Boah. Boah, guck mal, der ist mega lecker geworden. Schaut mal hier, die Konsistenz, richtig toll. Und ja, schmeckt total gut nach Vanille. Richtig lecker. Schaut euch mal das Obstkuchen-Video an. Da hatte ich noch einen Tütenpudding gemacht. Ich habe damals schon gesagt, das mache ich nie wieder. Nehmt einfach den hier für den Boden. Geht mega schnell, ihr habt es gesehen. Also wenn ich jetzt die Zeit nochmal stoppen würde, ich müsste es mal nachgucken, aber das waren keine 2-3 Minuten, aber der Pudding fertig. Und der ist echt lecker geworden. Also, ich esse das auf, genießt es. Wir sehen uns nächste Woche. Ach, 70% haben meinen Kanal noch nicht abonniert. Drückt mal die Glocke, würde mich freuen. Macht's gut, vielen Dank, bis nächste Woche.